Wenn du eine Immobilie in Portugal kaufen möchtest, ist es wichtig, den Ablauf zu kennen. Denn je besser du vorbereitet bist, desto sicherer kannst du entscheiden und desto weniger Fehler machst du. Der Kaufprozess unterscheidet sich in einigen Punkten von Deutschland, ist aber grundsätzlich gut nachvollziehbar, wenn man die einzelnen Schritte kennt. Der erste Schritt ist die Vorbereitung. Bevor du überhaupt eine Immobilie kaufst, brauchst du eine portugiesische Steuernummer, die sogenannte NIF. Diese ist notwendig, um mit Portugal Verträge abzuschließen, ein Bankkonto zu eröffnen und eine Immobilie zu kaufen. In vielen Fällen ist es auch sinnvoll, ein portugiesisches Bankkonto zu haben, um Zahlungen einfacher abzuwickeln. Der zweite Schritt ist die Suche nach der passenden Immobilie. Hier ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und nicht vorschnell zu entscheiden. Vergleiche verschiedene Objekte und achte darauf, dass Lage, Zustand und Preis zusammenpassen. Wenn du eine Immobilie gefunden hast, die für dich interessant ist, beginnt der nächste wichtige Schritt. Die Prüfung der Unterlagen. Hier solltest du besonders sorgfältig sein. Es muss klar sein, wer der Eigentümer ist und ob es Belastungen oder Einschränkungen gibt. Außerdem sollte geprüft werden, ob alle notwendigen Genehmigungen vorliegen. Gerade hier entscheiden sich viele Käufer dafür, einen Anwalt einzuschalten. Ein unabhängiger Anwalt kann die Unterlagen prüfen und dich durch den Prozess begleiten. Das ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber in vielen Fällen eine sinnvolle Absicherung. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist und alles passt, folgt der nächste Schritt, die Vereinbarung des Kaufes. In Portugal wird häufig ein sogenannter Vorvertrag abgeschlossen, der CP/CV genannt wird. In diesem Vertrag werden die wichtigsten Punkte festgehalten, zum Beispiel der Kaufpreis, der Zeitpunkt des Abschlusses und die Bedingungen. Mit diesem Vorvertrag wird in der Regel auch eine Anzahlung geleistet. Diese liegt oft im Bereich von etwa 10 bis 20% des Kaufpreises. Damit sichern beide Seiten die Vereinbarung ab. Der nächste Schritt ist die Vorbereitung des endgültigen Kaufvertrages. In dieser Phase werden alle Details geklärt und die notwendigen Zahlungen vorbereitet. Dazu gehören auch die Steuern, die beim Kauf anfallen, zum Beispiel die IMT und die Stempelsteuer. Die Stempelsteuer liegt in der Regel bei etwa 0,8% des Kaufpreises. Diese Kosten müssen vor oder beim Abschluss berücksichtigt werden. Dann folgt der eigentliche Abschluss, die sogenannte Beurkundung. Dabei wird der Kaufvertrag offiziell unterschrieben und du wirst rechtlich zum Eigentümer der Immobilie. Nach dem Abschluss wird die Immobilie im Grundbuch eingetragen. Damit ist der Kauf formal abgeschlossen. Ein wichtiger Punkt ist, dass du auch nach dem Kauf einige Dinge organisieren musst. Dazu gehören zum Beispiel Versicherungen, die Anmeldung von Strom und Wasser und eventuell Renovierungsarbeiten. Auch die laufenden Kosten solltest du von Anfang an im Blick haben. Dazu gehört unter anderem die Grundsteuer, die regelmäßig anfällt. Mein wichtigster Tipp ist, nimm dir Zeit für die Prüfung. Ein Immobilienkauf ist eine große Entscheidung. Je besser du vorbereitet bist, desto entspannter läuft der ganze Prozess. Und je klarer du die Schritte kennst,
desto weniger Risiko gehst du ein. Im nächsten Video schauen wir uns an, wo es an der Algarve noch günstige Regionen gibt und worauf du bei der Suche achten solltest.